wartet mal. Ja, das hält auf jeden Fall bestimmt die nächsten 20 Jahre nicht. Und an dieser Stelle, Servus! Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ihr wundert euch jetzt, warum bewegt sich die Kamera, warum guckt ihr jetzt da, warum hat er das Setup schon wieder umgebaut? Ja, ich bin halt einfach so. Ja, das muss 20.000 Mal umgebaut werden. Und ich habe bisher noch keinen fixen Platz für die Webcam gefunden, tatsächlich. Also, ja, nervt mich, ist aber jetzt, wie es ist. Wie ihr bereits hinter mir gesehen habt, der Monitor ist natürlich bombenfest, ja. Das wird niemals runterfallen. Ja, was soll ich sagen? Wenn einem die Mittel fehlen, muss man halt das nehmen, was man hat. Auf jeden Fall, schön, dass du eingeschaltet hast zu diesem neuen Video. Wir befinden uns in LMU auf der Fuji, auf der Strecke Fuji, denn jetzt am Wochenende, also eigentlich heute, genau dann, wenn ihr das Video seht, vielleicht ein bisschen vorher, ja, ist die GT-Challenge, die Asia GT Challenge auf Fuji. Und dann dachte ich mir so, let's go. Das passt doch einfach perfekt. Und in der Theorie könnte ich eigentlich immer jedes oder viele Rennen in verschiedensten Sims nachstellen. Wenn ihr das wollt, dann gebt dem Video gerne ein Däumchen nach oben. Dann weiß ich, dass ihr das auch wollt. Und wenn ihr das nicht wollt, dann mache ich das trotzdem. So, meine Freunde. Und nun geht's los. Wie ihr seht, wir starten von Platz 19. Ich dachte mir, das ist deutlich spannender, wie wenn wir direkt von Platz 1 starten würden. Deswegen dachte ich mir, let's go, letzter Platz. Das wird schon richtig gut werden. Wir befinden uns im Lexus und haben die KI eingestellt auf 91%, auf sehr aggressives Fahrverhalten. Dementsprechend hoffe ich, dass wir hier einige gute Zweikämpfe haben werden. Ich muss dazu sagen, ja, dass der Lexus echt viel Spaß macht. Vor allen Dingen hört, also einfach dieses leise Surren, dieses leise Brummen, Hammer. Einfach da bin ich Feuer und Flamme. Ich liebe ja generell Japaner. Aber jetzt schnacken wir gerade gar nicht mehr lang rum. Gleich wird das Rennen losgehen. Und ich war zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich nervös, denn ich und Start, das ist wie Antonelli und Start, nämlich nicht so toll. Green Flag. Green Flag, Green Flag und los geht's. Und ja, ich hatte den Geschwindigkeitsbegrenzer noch einen Pit-Limiter. Ja gut, da hatten wir erstmal direkt 3 Sekunden Rückstand auf unsere Mitstreiter. Ich habe mich davon aber versucht, nicht unterkriegen zu lassen. Boah, es ist echt spät. Ja, ich sitze seit 6 Stunden hier. Ich kriege kein richtiges Deutsch mehr zusammen. Ist aber egal. Wir fahren hier einfach erstmal so safe es geht hinterher, wärmen unsere Reifen auf, machen uns mit der Strecke vertraut, denn ich bin erst 2-mal oder 3-mal auf Fuji gefahren und dann auch mit dem Mustang, und ich würde mal sagen, Mustang und Lexus, das sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Wie ihr seht, konnten wir tatsächlich den Rückstand schon sehr schnell aufholen. Und aus 2 Sekunden wird eine halbe Sekunde. Ich muss sagen, die KI hat manchmal ganz komisch gebremst, irgendwie total früh. Und hier habe ich meine erste Divebombe gezündet, die natürlich nicht so schlau war. Also bitte macht das nicht nach, ja. In einem KI-Rennen ist es nicht so schlimm, aber in einem Online-Rennen hättet ihr jetzt jemanden das Rennen versaut und eures vielleicht auch noch mit. Also Divebombs eher nö. Außer sie sind geschickt gemacht, aber an dieser Stelle funktioniert generell keine Divebomb. Das geht einfach nicht. Und jetzt kommen wir zu einer Kurve. Ja, also mit der habe ich am Anfang echt gestruggelt. Die war furchtbar. Diese letzte Dreckskurve. Entschuldigt bitte meine Ausdrucksweise, aber furchtbar. Windschatten war nicht möglich. Ich habe es zwar versucht. Ich glaube sogar doch, bei der Corvette funktioniert es sogar. Und ihr wisst, für was ich ansetze. Ja, natürlich, für die Divebomb. Und an dieser Stelle kannst du so gut Divebomben, wenn du das sauber und clean machst. Wie gesagt, in einem Online-Rennen wird es wahrscheinlich nicht so funktionieren.
Oder eher seltener, aber das war schon wirklich eine Zucker-Divebomb. Ich saß da und dachte mir so, was ist los mit dir? Und dann begann die Jagd. Ne? Jetzt haben wir, ich glaube, 3 auf einen Schlag überholt gehabt oder zumindest 2 und das bestärkt, das beflügelt. Ja, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Und dann ging ich da wirklich mit einem sehr positiven Gedanken rein, so quasi, oh wow, okay, ich pack mittlerweile scheinbar KI-Stärke 91 in LMU. Wenn ich so zurückdenke, am Anfang waren wir hier bei 85, als ich begonnen habe mit LMU. Und wie gesagt, ich fahre nicht oft. Da gab es einen kleinen Schubser übrigens, das habt ihr bestimmt kurz auf dem Radar gesehen und man hat es auch ganz kurz gehört, aber das lag einfach daran, weil ich zu stark abgebremst habe. Ich habe Low-Cell-Pedale zu meinem Geburtstag bekommen und das ist alles noch ein bisschen anders. Und hier könnt ihr auch super gut euch innen reinsetzen und nein, das ist keine Divebomb, das ist einfach nur wirklich cleveres Überholen und wir begeben uns dann in Zweikampf. Niemand schenkt hier was und das war wirklich geil. Also das hat sich richtig geil angefühlt mit der KI-Aggressivität an diesem Punkt. Und was ich euch jetzt gleich sagen kann, jetzt wird es natürlich erstmal auf dieser langen Geraden, wenn du absolut niemanden vor dir hast, der dir Windschatten geben könnte, dann bist du erstmal auf so eine Art Durststrecke, sag ich jetzt mal. Aber nagelt mich nicht fest an Dingen, die ich sag, ja, ich bin Noob im Simracing. Ich muss sagen, diese Kurve hier, diese Spitzkurve, Haarnadelkurve, wie auch immer man das nennt, ihr könnt sie gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr den genauen Begriff dafür wisst, lag mir richtig gut und ich kam so langsam in den Flow. Und das habe ich vor allen Dingen in diesem Sektor bemerkt. Da war ich immer viel schneller. Da habe ich mal den ersten gesnackt. Aber wir haben ihn noch nicht überholt. Er ist jetzt innen. Was machen wir? Wir gehen natürlich auch innen rein, haben dieses kleine Schlupfloch gefunden. Das war schon sehr hart. Das war wirklich, wirklich hart. Aber es hat schon gepasst. Also Racing ist halt manchmal wirklich hart. Solange es trotzdem fair bleibt, ist doch alles tutti. Da schießt der Mercedes richtig an mich ran. Da hatte ich kurz mal Muffensausen. Und dann haben wir erstmal versucht, hinter der Corvette ein bisschen Pace zu finden. Alles ruhig. Und natürlich wieder innen, weil ich genau wusste, alles klar, die KI ist da einfach in dieser Kurve furchtbar lahmarschig. Und das habe ich natürlich zu meinen Gunsten ausgenutzt. Und wie ich jetzt schon am Anfang sagte, diese Kurve liegt mir nicht. Es ist irgendwie eine einfache Kurve und doch ist sie so schwer. Wir sind jetzt auf dieser Start- und Zielgeraden und saugen uns an den Porsche ran. An den Porsche Mante Racing. Bremsen wieder spät und ziehen dann innen vorbei und nehmen den Ferrari auch noch mit. Ganz sauber, ganz clean. Und sind somit schon auf Platz 8. Wir haben schon 11 Plätze gut gemacht, Leute. Das ist wirklich Wahnsinn. Und ja, ich freue mich auch gegen die KI, ja, wenn ich da Plätze gut mache. Es ist einfach ein geiles Feeling. Ich mache da keinen großen Unterschied für mich, ob online oder KI. Bei der KI habe ich halt den Vorteil, na, da kann halt niemand toxisch sein, ne? Da kann dich niemand fertig machen, wenn du halt mal einen Fehler machst, ja. Und ich denke, wir alle machen Fehler. Das ist absolut menschlich und es passiert den besten Fahrern. Hier kommen wir sehr nah, die bremsen einfach so komisch. Wir fahren innen, das ist tatsächlich kein Abkürzen, hat mich selber total gewundert. Wir bleiben innen und ich versuche mich hier gegen den BMW zu behaupten und das hat auch super funktioniert, indem wir quasi die Ideallinie blockiert haben. Der Lexus hat hier einen kleinen Ausreißer gehabt. Dementsprechend konnte ich innen nicht mehr. Der Ferrari kommt auch fast quer. Der hat sich da echt abgemüht. Ich habe versucht, innen zu bleiben und habe mir gedacht, ach komm, mit der Brechstange einfach durch. Ich mache den Liam Lawson. Und es hat funktioniert. Obwohl die Kurve nach wie vor nicht gut gefahren ist, aber es hat funktioniert. Und das ist alles, was zählt. Und
genau so haben wir halt immer wieder bis jetzt teilweise 2 bis 3 Fahrzeuge gleichzeitig überholt. Das ist natürlich, ich glaube, im Online-Racing so nicht möglich. Außer du heißt Mavix oder Chardier oder Dave Gaming oder Noeda. Na, die üblichen Verdächtigen, die kennt ihr ja bestimmt alle aus dem deutschsprachigen Raum. Aber so ein Rookie wie ich, der vielleicht 2-mal im Monat fährt, für den ist es natürlich absolut unrealistisch. Hier innen war es sehr gewagt von mir, denn der Lexus, der reagiert ziemlich allergisch auf Curbs oder alles, was Curb-ähnlich ist. Dementsprechend, ich habe es trotzdem gewagt und ich habe gewonnen, denn wer nicht wagt, der nicht verliert, ja. Und dann waren wir tatsächlich schon auf Platz 4. Und habe dann die ganze Zeit so überlegt, okay, wie muss ich die letzte Kurve nehmen? Wie muss ich? Den Segment, finde ich, den habe ich immer, also den Sektor, habe ich immer ziemlich gut gemeistert, finde ich. Und ich hatte da aber auch ein total sicheres Gefühl mit dem Lexus. Und jetzt seht ihr, der Aston, der zieht jetzt gleich weg. Ja, der zieht jetzt halt einfach weg, weil ich die Kurve komplett falsch genommen habe. Aber vielleicht finde ich das ja in diesem Rennen noch heraus. Es sind knapp 6 Minuten noch auf der Uhr. Es ist noch alles möglich. Ja, für was eignen sich KI-Rennen denn jetzt noch? Für wen sind denn KI-Rennen was? Wenn du einfach nur die Sicherheit haben möchtest, auf der Strecke zu lernen, ohne dass dir regelmäßig jemand plötzlich gewisse Dinge wünscht, die man niemandem wünscht, ja, außer seinen absolut schlimmsten Feinden, die dir unverhofft hinten reinbrettern. Die KI, die bremst ja dann doch schon rechtzeitig ab und die fährt ja auch nicht absichtlich voll Karacho in dich rein, ne? Entschuldigung, ich musste kurz mal gehen. Hier haben wir uns wieder innen behauptet, das würde ich jetzt schon, ja, ich weiß nicht, Divebomb, nee, ich glaube, das war einfach nur gut von mir gefahren und das sind wir tatsächlich aus derzeitiger Sicht mit 5 Minuten noch auf der Uhr auf dem Stockerl. Wir sind auf dem Podium. Aus derzeitiger Sicht, wenn wir jetzt keinen Fehler mehr machen, wenn wir ruhig bleiben. Ruhig ist ein gutes Stichwort. Ich habe gefühlt immer, keine Ahnung, beim Simracing einen Puls von 150. Weil wenn ich dann auch noch Online-Rennen fahre, so wie jetzt zum Beispiel die Logitech Challenge mit dem McLaren, da wird es nächste Woche auch ein Video zu geben, denn ich habe mich da auch mal reingewagt, beziehungsweise rangewagt. Ich dachte mir einfach so, ja, no risk, no fun. Und hier, in dem ersten Gang, lief das ja viel besser. Nur ganz so nebenbei erwähnt. Und auf einmal wird die grüne Zahl immer, ja, besser. Wer hätte das gedacht? Und da haben wir tatsächlich das erste Mal in meinem Leben, und das musste ich direkt screenshotten, ne, weil ich habe es ja selber nicht geglaubt, auch wenn es KI ist, aber ich war mal der Schnellste in dem Rennen. Leute, ich, der Hardcore Feierabend Racing Noob, hat die schnellste Rennrunde. Die Frage ist jetzt, kann ich die nochmal knacken oder war es das an der Stelle? Dann müsst ihr jetzt dranbleiben, damit ihr das noch seht. Ich sag euch das nicht. Ein Geheimnis. Und das findet ihr nur heraus, wenn ihr weiterschaut. Well. Ich muss sagen, ehrlich gesagt, mit diesen 6,5 Sekunden Abstand zum zweiten, als ich wusste, das ist gelaufen, da passiert nichts mehr. Es hat mich gefreut, dass ich ihn vorhin da gerade mal ganz kurz auf der Strecke noch gesehen habe, aber ich wusste, ja, dafür bin ich viel zu langsam. Aber das war okay. Oder beziehungsweise das ist okay. Denn ich für meinen Teil, ich muss nicht der Schnellste sein. Ich habe auch so Spaß. Ich denke mal, ihr merkt es, dass ich mich sogar an sowas erfreue. An KI-Rennen. Aber warum auch nicht? Why not?
Sim-Racing soll jeder so machen, wie es ihm Freude und Spaß bereitet. Wenn wir hier ein bisschen früher aufs Gas gegangen wären, dann hätten wir hier tatsächlich nochmal ein bisschen Zeit gut gemacht. Dann hätten wir dieses Zehntel bestimmt mitgenommen. Vielleicht sogar 2 Zehntel. Ja, und die Antwort lautet ja, ich kann meine Zeit nochmal verbessern. Und das musste ich natürlich nochmal screenshotten. Ach, ist das schön. Es ist auch immer wieder für mich schön, wenn ich diese Commentaries mache. Da hocke ich mich gechillt vor den PC, gucke mein Gameplay an und kommentiere das dann ja, wie gesagt. Und es ist immer wieder schön, wie ich die Emotionen dann auch nochmal fühle. Und dass ich mich dann gleich noch viel mehr freue, wenn ich das Ganze nochmal anschaue und für euch auch noch kommentiere mit meinem Kauderwelsch-Gelaber, der oft ganz viel Nonsens ist, aber guck mal auf die Zahl da oben. Ah, 5 Zehntel, Kinders, ja. Da sind wir auf einer guten Runde. Und ich könnte hier auch noch viel schneller fahren, aber ich bin auch noch so ein bisschen insecure, weil du musst halt viel Curb nehmen. Und im Training hat es mich rausgewürfelt. Und dann komme ich hier auch noch von der Strecke ab, hab sofort runtergebremst, damit ich bloß kein Tracklimit kriege und dann passiert mir das gleiche direkt nochmal. Also da war dann komplett der Wurm drinnen, aber das war okay. Woher jetzt auf einmal diese Zeitsprünge gekommen sind, ich weiß es nicht. Guckt mal da oben aufs Delta. Ich habe keine Ahnung. Aber ihr werdet wahrscheinlich gleich wieder sehen, dass ein Screenshot gemacht wird. Wir konnten auch tatsächlich den Rückstand deutlichst reduzieren. Die KI ist teilweise, ihr habt es gerade gesehen, fast 2 Sekunden langsamer gefahren. Aber da nur noch 24 Sekunden auf der Uhr sind, lassen wir mal die Kirche im Dorf. Da brauche ich auch nichts spoilern. Also das sollte einem jeden klar sein, dass 4 Sekunden aufholen nicht möglich ist, sofern jemand clean fährt. Das ist einfach nicht möglich. Und das wusste ich an dem Punkt schon. Und ich habe mich einfach nur gefreut, dachte mir so, alter geil, das ist dein 2. Podium bisher. Ich habe ja tatsächlich einmal ein Podium in einem Online-Rennen bekommen. Das werde ich auch nie vergessen wahrscheinlich. Ja, und jetzt ein Podium in einem KI-Rennen auf einer, finde ich, also ich finde Fuji ist schon eine anspruchsvolle Strecke. Also ich mit Monza nicht zu vergleichen, ja. Also da finde ich Fuji um Welten schwerer. Aber irgendwie auch spaßig. Also sie macht schon übelst Laune. Vor allen Dingen, wenn man sich halt in dem Wagen gut fühlt. Deswegen, Leute, probiert einfach aus. Probiert euch rum. Fahrt. Damit ihr den Wagen findet, der zu euch am besten passt. Und was soll ich sagen? Die Runde ist gleich zu Ende. Und wir sind tatsächlich... ja, da sieht man, dass ich mich richtig gefreut habe. Ja... Der Schwenk zu den Boxenstopp, Pitstop-Arbeit, das sage ich jetzt mal zum Team. Das war einfach nur Hammer. Das hat sich richtig gut angefühlt. Also ich denke mal, der Lexus, der bleibt's auch neben dem McLaren. Der macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Es war einfach ein tolles Rennen. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Und ich kann euch generell an dieser Stelle nur empfehlen, wenn euch das gefallen hat, dass ihr dem Video ein Däumchen nach oben gebt. Und wenn ihr das noch nicht getan habt, dann abonniert den Kanal doch. Es ist komplett kostenlos und dann verpasst ihr keine Videos mehr. Auch wenn nicht extrem oft Videos kommen, einmal in der Woche, aber es kommen Videos, ja. Und die sind mit ganz viel Liebe gefüllt und mit ganz viel Spaß am Simracing. An dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir fahren hier die Cooldown-Runde gemütlich fertig. Ich lasse euch den Sound noch ein bisschen genießen und bedanke mich, wie gesagt, an der Stelle. Es war mir ein innerliches Blumenpflücken.
Und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn ich in LMU versucht habe, die Logitech Challenge zu fahren mit dem McLaren. Und Leute, ich kann euch sagen, da sind ein paar Sachen passiert. Also, das dürft ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Genug gebrabbelt. Genießt die letzten Sekunden. Bis zum nächsten Mal.